Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gemütlichen Folge Subnautica. So, werden wir sehen, was wir heute tun. Ich bin der Meinung, wir könnten ruhig mal wieder einen Funkspruch annehmen. Ja, das könnten wir. Und das werden wir heute auch tun. Und die Farben von den Streifen auf unserem Motto werde ich ändern. Ja, schauen wir mal. Also viel zu tun und wir gehen es gemütlich an. Jetzt habe ich ja den Ladebildschirm einmal nicht weggeschnitten, das ist echt lang. Ich bin fasziniert. So, haben wir was im Inventar? Ein bisschen. Das essen wir auf. So, sind die voll? Hier, yeah, super. So, dann schauen wir da noch schnell mal rein. Frachtraum öffnen. Ja. Klingt gut. Auf geht's. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over? Nothing but vacuum. These Alterra ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Alterra. See what the long-range scans pick up in the meantime. Tja, die Sunbeam. Das wird kein gutes Ende nehmen. So, wir steigen mal ein. Oh, die müssen repariert werden. Welcome aboard Cap Systems Online. So. Die muss noch repariert werden. Ei. So, wir wollen gerne. Die Susi lassen wir da. So, Schwebeinselbase. Da sind wir. Die 6er Kapsel. Die lassen wir mal so. Im Moment. Signal aus der Tiefe. Ja, das haben wir gehabt. Passt. Kameradrohne. Haben wir auch gehabt. Super. So, dann gehen wir mal in Richtung der Schwebeinselbase. Einfach so. Warum? Weil es geht. So, da hätte ich nämlich gerne auch ein wenig aus- und aufgebaut dann. So, Freund. Wir haben noch ein wenig Zeit. Oh, Kopf, super. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr Ressourcen, die wir da gut verwenden können. Ja, Titan. Ich nehme es, weil ich es kann. Ein Zahn. Noch ein Zahn. Gut, wenn er jetzt... Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt eh keine Zähne mehr hat, dann kann er uns ja nicht mehr beißen. Das war ein Irrtum. So, Schwebeinselbase würde ich gerne ein bisschen erweitern. Beziehungsweise bauen wir uns da etwas hin. Normale Base. Normale Base. Ja. So.
Und in die Richtung natürlich. Warum in die Richtung? Ich glaube, das ist auch die Richtung der Insel, wo wir dann sowieso hin müssen. Jetzt haben wir ein bisschen Kopf geholt und so weiter. Ich hätte dort gerne... So. Haben wir dort ein Produktionsteilding? Ich glaube nämlich nicht. Einen Fabrikator, den würde ich gerne dort aufbauen. Welcome aboard, Captain. Ja, sehr gut, Dankeschön. So, und zwar Fabrikator. Hier, das will ich aufbauen. Brauchen wir ein bisschen. 2 mal Quarz. Okay, holen wir uns das schnell. 2 mal Quarz, 1, 2. So, dann haben wir hier einmal und zweimal. Nochmal. Super. So. Können das schon bauen. Dann brauchen wir, oder hätte ich gerne den da. Einmal Gold, einmal Tischkoralle. Gold, Gold, Gold. Gold. Bam. Oh, da haben wir so schön viel schon. Oh, Tischkoralle. Wenn ich nur wüsste. Gesagt, so. Na, Koralle. Hier. So, jetzt können wir den Fabrikator auch bauen. So, dann fahren wir mal hin. So. All systems online. Wunderbar. Oh, jetzt habe ich die Zähne gar nicht abgelegt. Oh ja. Macht nichts, oder? Ich sag es, macht nichts. Haben wir eigentlich auch wichtig dabei eine Boje? Wollte ich ja immer dabei haben. Na klar haben wir die dabei. So, dann gemütlich in Richtung Schwebeinsel-Base. Ah, wie schön. Die Sunbeam. Ja, die tun mir ein wenig leid. Ein wenig ist gut, die tun mir ziemlich leid. Ja, ja. Ah, du kommst zu spät. So. Wir sind gleich da. Da hätte ich auch gerne die Base hergebaut. Unsere Hauptbase hier. Das wäre auch cool gewesen. Ach ja. Da geht so schön tief bergab. Und diese großen Felder mit dem roten Gras. So schön. Ach ja. Ist schon so ein dicker. So, da will ich einfach nur einen Kasten herstellen. Welcome aboard, Captain. Ja, ich hätte gerne, nein, nicht repariert, sondern einen Fabrikator hier an die Wand. Yeah. Und einen Spind einfach hier an die Wand. So, super. Und jetzt können wir uns überlegen für später mal, was weiß ich, Pflanztopf. Wir können auch einen großen hier reinstellen, glaube ich. Wir probieren das einfach mal. Geht sich der aus von der Fläche? Nö, das passt da nicht. Okay, dann machen wir Pflanztopf. Pflanztopf, bam. So. Und Pflanztopf. So. So, und irgendwann, wenn wir mal hier sind, so,
Und da stellen wir oben drauf, warum es geht. Und wenn man sagt, nein. Auch genau ein Quarz. Da müssen wir den zu einem normalen Spind umbauen. Oh, ein Quarz zu wenig. Na toll. Macht nichts. Oh, so. Mehr als den brauchen wir eh nicht. So. Hey, da hätte ich noch gerne mehr Energie. Na? So. Super. So, 75, jetzt sind wir auf 150, das ist toll. Mitten in der Nacht gibt es halt weniger Energie, das ist gut, aber jetzt haben wir auch so eine Art Energiespeicher. So, wieder zurück, wir haben den Schwebeinselbase, da wäre noch Quarz. Schwebeinselbase etwas ausgebaut, aufgeweitet, genau. An was auch immer wir gerade geknallt sind. Ja. So. Wir tauchen mal auf. So. Und reparieren. Na, Dankeschön. Die Schwebeinselbase. So, werden wir mal abschalten hier. Yeah. So, und dann fahren wir hier noch ein wenig herum. Ist doch wunderbar. Da wäre ich halt. Da hätten wir unsere Base von Beginn an bauen sollen. Ich meine, wir haben einen schönen Ort gefunden. Das ist ja interessant hier. Was ist da? Geht's jetzt zum Pilzbiom? Schwebeinsel. Gut. Es ist schon weit bis nach Hause von hier. So, da kommen die Pilze. Sehr gut. So, na dann. Zurück nach Hause und der nächste Funkspruch. Da liegt er. Kennen wir den schon? Den kennen wir. Scanraum. Welcome aboard, Captain. Wie cool, oder? Super. Da ist dieses riesige. Da ist irgendwo auch dieses Wrack, liegt oben drauf auf so einem Bild. Sehr cool. So, auf jeden Fall, wir haben eine neue Nachricht bekommen. Die Sunbeam hat sich gemeldet, vielleicht nochmal. Und dann müssen wir ja zu einer Insel. Schauen wir mal. Das ist ja schon schön hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir sind gleich da. Wir sehen schon die Lichter. Da könnten wir unsere Base früher riesig erweitern. Nein, keine Angst, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, mir war wichtig, dass wir die Schwebeinsel-Base sozusagen als sinnvolle Mini-Base verwenden können. Wahrscheinlich werden wir es dann abreißen und woanders hin versetzen, aber im Moment ist es gut. Nein, warum willst du die Base abreißen? Ich weiß es auch
So, neue Nachricht ist da. Gib hurra. So, spinnt. Die Frage ist nur, wo habe ich die Zähne hingegeben? Okay, das sind Pilze. Das ist Gilsackzahn. 1, 2. 1, 2, super. So. Playing partially translated broadcast. 9 new biological subjects designated. Mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Ich kann sie nicht leiden. So, Streifen. Ja, wobei weiß ist eh ganz gut. Oh, Rumpf. Nein, der bleibt ja rot. Streifen, so. Wir können es auch ganz schwarz machen. Sieht vielleicht cool aus. Wir probieren mal mit Streifen schwarz. Ja. So, da wollten wir auch nochmal hinschauen. Daten-Download. Hier, Überlebende der Degasi, geologische Daten. Geologische Daten, schauen wir mal da rein. Ja, unverzichtbar. Rubin, unverzichtbar. Sandstein, Blei, Silber, Gold. Schiefer, Gold, Lithium, Diamant und Granit. Kernenergie, super. Vorteil ist, wenn wir das gescannt haben, ach ihr wisst das ja, können wir es bereits mit dem Scannerraum entdecken. Augenstängel, den haben wir eingepflanzt. Höhlenwände. So, was haben wir noch? Verwertbares. Eine Blutranke. Ja. Mhm. So, chinesische Kartoffelpflanze, die essen wir. Die wird verzehrt. Essbar. Konstruktionen mit Aerogel. So, verwertbar. Marmormelone, Säurepilz. Und Schlingpflanzen. Yeah. So, dann haben wir da bei Verwertbares auch alles. Ihr könnt ja auf Pause drücken, ich lese es nicht mehr vor. Oh, da steht 50.000 Jahre. Wahnsinn. So, braune Korallen. Das sind die, wo wir die Korallenproben abschneiden können. Scheibenkoralle. So, haben wir das auch erledigt. So, da oben Baupläne, ich glaube aber. Ausrüstung, Lichtstab. Ja, ist okay, der Lichtstab. Basis, Flutlicht, yeah. Innenbildkasten, finde ich super. Modifizierungsstation natürlich, ganz wichtig. So, Scannerraum. Das taucht ab. -5. Eine hohe Energieverbrauch. Ja, klar. So, was haben wir da noch? Basisinstallationen, war noch eins? Ja, das Wasserfiltersystem, ja. So, Fahrzeuge. Krebs-Exoskelett-Modell 3. Erhüllt dich ein. Zyklop. Ja. So, wir fahren von oben an. So sieht er aus. So. Und ja, den müssten wir halt schon bauen. So, wir machen hier wieder zu. Was haben wir denn noch? Fahrzeuge zumachen. Überlebende der Degasi. So. Terra-Such- und Rettungsmissionen war Torgal. Tja. Die Geschichte der Degasi. I thought it might get claustrophobic living underwater. Father feels it is. He'd tell me it was childish, but I stare out of the window and sometimes I think how lucky I am to see this world up close. Back on the island, I wouldn't have believed the creatures that live down here. The fish, they glow. There's one that's 90% eyeball. Snakes twice the length of a habitat compartment. Certainly, it's not all friendly. Most of the plant life is toxic. I learned that the hard way. But I've managed to coax some marble melons into growing indoors. And when they don't cover our dietary needs, well, we eat the fish themselves. It's a bit gross, but it's nothing they wouldn't do.
I've been attempting to document my findings. Father approves. He says understanding is power, that the more we know about this planet, the more we can use it to our advantage. I'm just doing it because it's fun. It's not easy without proper equipment and network access, but the old-fashioned way, observing, taking notes, testing theories, shows me the world in a way a spectroscopic analysis never could. Lately, I've been watching the crab snakes. They ambush their prey as it tries to feed on the mushrooms they hide in. What they don't eat settles on the seabed, which fertilizes the mushrooms, which feeds the herbivores, and so the chain continues. Co-evolution gives me the fuzzies. Something incredible just happened. Since we're down here, I had this plan to build equipment and study the life forms we were encountering, but I didn't have enough enameled glass. So, I started looking for a natural substrate that would strengthen the glass we have, and those stalker teeth we've been finding fit the bill. Only, well, we needed more. That's when Marguerite got interested. She actually listened to me, more than I can say for Father, and I worked up the courage to talk about my more tentative theories. When I told her they were attracted to metal deposits, that their teeth get dislodged when they pick them up, her eyes narrowed and she dashed out of the room. 3 hours later, she came back, her pack loaded down with stalker teeth. I asked her about it. She shrugged and said my theories were good. Said she had the meeting out of the palm of her hand. I think she meant it literally. She is incredible. She went out to the kelp forest armed with just a heat blade and went fin to fin with a pack of stalkers. On the one hand, that is the coolest thing I have ever heard. On the other, I hope the stalkers didn't come off worse than Marguerite did. She had a huge gash on her forearm. I don't think things went as smoothly as she made out. And what's the point in surviving here if we have to kill everything that makes it so wonderful? I wish I knew more about these animals, but Father won't let me leave the habitat. Maybe with all this glass, we could build a containment unit and get up close to them. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. This island is a godsend. Look out of the window. No predators, fresh food. No building materials, nothing left of the ship, and your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, Father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stopped being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief, What? you know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bard, Torgo has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. And no staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried.
only choice we got is whether to get buried with it. What is that thing? I don't know. I found it outside in the sand. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People. Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Son, there is always a pecking order. And in our world, money makes a hierarchy. I pay Maida a fraction of what I pay you, and you a fraction of what I pay me. If money makes the hierarchy, why is Marguerite making the decisions? We need her. We let her think what she likes, so long as she does what she's told. What if she doesn't? For enough money, she will. People always do. We're already 200 meters below sea level. You want to go deeper? Look around us, Chief. Water leaking through the hull, water outside the hatch. We're drowning real slow. If rescue arrives, whatever shot us down, it's gonna do it again and again until it's shut off. You see an off switch around here, Chief? Why would it any more likely be half a kilometer down? Your kid found something on the scanner. There's something down there. Something that shouldn't be. You're mad. I'm going all the same, and I've an idea you two are gonna follow. But if you do, be mindful. Your authority stopped at sea level. So, dann haben wir uns jetzt die Degasi auch angehört. Wie die Zeit vergeht, wir haben einen neuen Funkspruch bekommen, aber meine Lieben, den hören wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüss.